Es ist 7:30 am Morgen. Wir sind jetzt in Valeried. Wir starten auf dem Par 3. Es ist etwa 6 Grad warm. Das heisst, mindestens einen Schläger mehr nehmen. Es geht auch noch ein bisschen rauf. Und lang ist hier sowieso besser als kurz. Dorthin 6 sind für mich. Ich wünsche euch ein schönes Spiel. Ein bisschen dünn getroffen, aber schön gerade, wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Ja. Vor dem Green aufgekommen. Alles in Ordnung für den ersten Schlag vom Tag. Der ist lang. Ja. Das brauche ich zum Starten. Loch 2 ist das erste Par 4. 327 Meter, das ist nicht allzu lang, aber rechts hat es Auto Bounce und es geht aufwärts. Ich will nicht den Roboter abschießen, aber dort, wo er jetzt gerade ist, wäre optimal. Der ist ganz flach getroffen. Wäre es vor gewesen, aber da ich der erste Mensch auf dieser Bahn bin heute, ist es nicht das Problem. Was macht man im Wintertraining? Wie tut man im Winter trainieren? Mein grosser Vorteil ist, ich habe mir vor etwa 4 Jahren einen Simulator gebaut und kann dort drinnen eigentlich vollwertig spielen. So, wir liegen fast auf dem anderen Fairway hin. Es sind noch 164 Meter bis Mitte Green. Darum spiele ich jetzt eigentlich ein Layup. Kurz vor Screen, in einem Achterreisen. Das spielt die sichere Variante. Nicht allzu lang, aber er ist schön getroffen. Das passt. Das ist gut, habe ich vorgelegt. Die Linie wäre genau in den Bunker gegangen, wenn die gespielt hätte. Ich spiele ein Pitching-Match, das sind 30 Meter. Wir versuchen ziemlich genau Anfang Green zu spielen. Und den Rest wird er zu Fahne herrollen. Ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Loch 3 ist noch ein Par 4, es geht wieder zurück. Ich bleibe hier lieber links, weil rechts ist wieder out of bounds und dort sind schon sehr viele von meinen Bällen gelandet. Die Ziellinie ist linke Kante im linken Bunker. Als ich jetzt schon ein bisschen warm habe, der Driver ist es noch nicht. Der muss noch ein bisschen aufwärmen. 5er-Hölzchen tue ich mir jetzt extrem hier, wenn ich es rechts ziehe. Darum spiele ich ein Hybrid. Gut brechen. Dann schaffe ich es mit dem auf das Green, wenn nicht, liege ich aber dran. Er ist nicht nur der Driver, ich würde sagen, das bin ich. Pitcht kurz, laufen. Das ist nicht schlecht. Den versuchen wir natürlich zu machen. Am Schluss 30 cm neben dem Loch liegt, ist schon in Ordnung. Niemals gedacht, dass das geht. Brutal schlechter Abschlag, komplett top der zweite Schlag. Der dritte Schlag relativ gut, der braucht einen guten Putt und das Bärli ist gerettet. Ja, das ist jetzt eben genau recht. Aber ich glaube, es ist genug kurz, dass er nicht runtergeht. Sit. Ja, das passt.
Gute Sache, so muss ich keine Patchmarks flicken. Ich mache es trotzdem, aber sie nicht von mir sind. Es gibt nichts Nervigeres als ein Pitchmark, der nicht geflickt ist in der Pattlinie, die du nicht siehst. Im Kreis von 1,5 Meter bin ich absolut zufrieden. Das ist ein bisschen kurz. Ei. Ja. Und ein Bogey. Die nächste Bahn hier wäre eigentlich ein Paar 4, ein länges, ein schwieriges. Und ich sehe es von der schwierigsten. Aber wegen der Bauarbeiten haben sie den heute gekürzt. Die nächsten 3-4 Tage. Das kann man heute leider nicht ändern. Abschläge sind wesentlich weiter vorne, nicht bei unten, wo wir sind, und das muss dort spielen. Ja, wir sind auf 180 Meter. Ich lege aber trotzdem vor, weil das Green ist sehr, sehr klein und eng. Von 180 Meter ist es definitiv nicht eine Bahn, die das Green angreifst. Ja, Fairways ist wirklich hart, ich muss daran denken. Schwenken, also da nicht rechts runtergehen ist. Das 3/4, 54 Grad. Lieber ein bisschen links von dem Green. Anstich ganz vorne. Auch nicht um Green. Ja, für mich kann ich nicht erwarten. Ah! Ja, das ist gut. Es ist Frühling. Die Greens sind noch nicht ganz so gut, aber hier ist ein riesiges Loch vor dem Loch. Man hat es deutlich gesehen, wie der Ball übergegangen ist. Ja, muss ich ein bisschen schneller patten, dann passiert das nicht. Die Greenkante über die Teammarker rüber. Das Achterriesen. Ja, also für einen 15 Handicapper ist das jetzt ein sehr schlechter Schlag gewesen. So kurz bin ich hier schon lange nicht mehr gelegen. Macht nichts. Immer noch genug gelegt, gut. Kann gut sein, kann ein bisschen lang sein. Ich sehe es. Nicht unlösbar, würde ich sagen. Ja. Ein Bogey retten ist auch okay. Dem Abschlag nehmen wir das. Sagen wir mal so, wenn du zwar in diesem Stutz hier drin bist und immer noch in der Nähe von deinem Handicap, dann ist das erste Tagesziel erreicht. Wintertraining, was heisst das? Ich habe am Anfang November einen Coach genommen, sogenannten Online-Coach. Dann kann man Videos schicken, die durch deine Videos analysieren, geben eine Rückmeldung. Und da haben wir für das Wintertraining auf der technischen Seite geholfen. Uff, das Schlägerblatt ist offen geblieben wie was.
Wieder mal etwas für mein Kurzspiel. Genau, Chip, da kann ich heute, das ist top. Und achtet die schöne Aussicht im Hintergrund. Berge. Es bricht ganz leicht von links nach rechts. Ist nicht gebrochen. Die Startlinie war perfekt. Aber das ist leider nicht gebrochen. Block 8 ist mit 483 Metern ein längs Paar 5. Ein guter Abschlag hilft, aber es bringt immer noch nicht aus dem Seichen, weil beim zweiten Schlag ist rechts unten ein Out of Bounds und links oben, je nach Jahreszeit, hört das Gras oder Baum im Fisch. Gleich muss man aufwachen. Die sind alle ein bisschen flach. Ui, riesen Bounce. Ja, der liegt nicht so schlecht. Ist natürlich nicht ganz optimal, wenn man bei Paar 5 noch 290 Meter rein hat und gerade vor einem ist ein Baum. Also flach spielen muss ich sowieso. Ich gehe entweder links durch oder ich gehe rechts durch. Normalerweise würde ich sagen, in jedem Fall links durch, rechts durch. Das Problem hier ist, wenn ich rechts durchgehe und noch gut treffe und man rechts wegdreht, bin ich rechts unten im Alt. Tipptopp. Startet, rechts runtergedreht, wenn ich so rechts durch wäre, wäre er garantiert im Alt. Wintertraining, was ich dieses Jahr auch vor allem drauf geschaut habe, ich denke, dass es wichtig ist, dass ich eben nicht nur Technik trainiert habe und noch den ganzen Rest vom Spiel. Das heisst, einerseits Technik, klar, wichtiger Punkt, dann aber Routine, sehr wichtig, körperliche Fitness, sehr wichtig, Kursmanagement, sehr wichtig, Material, muss ich nicht sagen, das Material ist schon wichtig. Und die ganzen Punkte, auf die habe ich mich dann nicht konzentriert. So, jetzt erstmal noch mit Ball für mich. Das ist jetzt schwieriger vom Kursmanagement her. Wir haben noch 175 Meter auf Mitte Green. Es geht runter, also die Distanz wäre absolut machbar. Die Schwierigkeit ist ein bisschen, dass wir rechts Out of Bounds haben und links vor dem Green ist ein Bunker. Das heisst, ich spiele jetzt, es geht leicht runter, ich spiele die Distanz von Green Anfang 160 Meter, 6 Riesen und versuche ihn alleine zu driften. Der könnte im Bunker sein, wie siehst du. Wir laufen durch Richtung Green und er ist nicht im Bunker. Er liegt tiptop, linke Green-Kante. Schätzt sich gerne, weil es sieht optisch aus, als ob es flach wäre. Das ist es aber nicht. Ja, völlig voll. Die Distanz wäre tiptop. Ja, es geht. Machbar. Genau so. Das wäre im zweitschwierigsten Loch. Ich glaube, es ist das zweitschwierigste. Das ist ging gut. Vor schlechter Abschlag, schwieriger zweiter Schlag, guter dritter Schlag. Der Platz tiptop. Es geht zurück Richtung Clubhaus. Wunderschöner Abschlag. Auch wieder unterbrecht heute, aber die sind lang, ist alles in Ordnung. Definitives Layup, 244 Meter, das ist absolut unerreichbar. Ich spiele als 6 Riesen Richtung Bäume im Hintergrund. Das war ein Socket. Ja.
Auch die Schläge gibt es. 140 Meter, 37. Ball liegt gut. Der ist sehr schön. Ist er lang genug? Ja, er ist auf dem Green. Er hat definitiv auch schief gehen. Vor allem von Weisinger mit 197 Metern ist es ein richtig schwieriges Paar 3. Auch von Gelb ist es nicht einfach, wo rechts ist Wasser, also heisst es links bleiben. Ich spiele gerne links drüber, weil über das Wasser, das links ist, mache ich ziemlich locker drüber und wenn ich schaffe, dem Ball ein bisschen einen Draw zu geben, also eine Rechtskurve, kann ich auf dem Grün landen. 6 Riesen, links rüber, leichter Draw. So, extrem schlecht getroffen, aber wie gesagt, links ist alles gut. Man kommt dort relativ easy über das Wasser, das links ist. Wie gesagt, links ist alles offen. Was ich verschwiegen habe, ist der riesige Bunker, der hier liegt. Aber ich bin definitiv lieber in diesem Bunker als rechts im Wasser. Ja, das war ein bisschen amüsant. Sie rollen gut. Ich muss sagen, mir gefallen mir die Greens. Für den April sind sie echt schon schnell. 2 Putt Bogey. Loch 10 valoriert, das ging gut. Score. Das war ein Putt, und ich muss sagen, das ist ein perfektes Beispiel, wieso ich sage, ein Point für Amateurspieler wie uns macht keinen Sinn. Single-Handicapper, unter Handicap 5, durchaus, kann man machen. Aber ein Point für uns, nicht für uns ist das Wichtigste in diesem Putt, ist Geschwindigkeit. Handicap Nummer 1 das Loch. Und das ist wegen der Länge. Längs Paar 4. Geht viel los, da links. Guter Drive. Dann das Grün angreifen, wenn nicht, wird er aufs Grün spielen. Der ist sehr weit links. Wahrscheinlich nur weit, dass er nicht im Bunker ist. Nicht so verbrochen, wie ich gedacht habe, ich habe natürlich ein bisschen Zeit gefühlt. Das Bogey auf dieser Bahn ist absolut in Ordnung, auch wenn ich wieder mal ein Fehler mache. Drifter links. Keine Beine gehört. Schau direkt. Den habe ich gefunden, aber es ist komplett blockiert. Green wäre in die Richtung, Bäume vor dran, keine Chance herzukommen. Jetzt mache ich etwas, was ein bisschen unkonventionell ist, und zwar spiele ich jetzt zum Bänkchen auf. Die Fahne steckt vorne links. Wenn ich von oben im Bänkchen spiele, gibt es einen guten Winkel rein. Lobet aufs Green, gut Fahne aufrollen. Das Wichtigste ist, Green holen. Anfangs Green, ausrollen.
Ich denke, dass der zu kurz spielen kann. Guter Putt, guter Putt. Putten funktioniert heute ganz gut. Lustig, mit zwar gegen hier über die Bäume zu spielen mit dem Driver und abzukürzen, aber das Risiko ist es einfach meistens nicht wert. Und wenn du auf den Bäumen hängen bleibst, kann es passieren, dass du den Ball gar nicht findest oder dass du unmögliche Lage hast. Darum 5 Holz ins Bogen legen, ist viel sicherer. Ist okay, triffst du einfach rechts weg. Tipptopp. Mach das Loch einfach ein bisschen länger, wenn ich rechts um. Balleriert hat etwas, was ich ganz gäbig finde. Und zwar haben wir verschiedene Fahnenfarben für verschiedene Pinpositionen. Blau heisst ganz hinger, sind 134 Meter. Auf der Uhr Mitte Grün habe ich 124. Die Länge sind gut, einfach die Richtige stimmt heute nicht so. Ich habe keine Ahnung, was der getroffen hat, aber irgendetwas getroffen haben, so lange wie der ist. Der Grund, dass ich diesen Schlag so gut hatte, ist vermutlich, weil ich permanent spiele. Ich sehe kein Break in diesem Putt. Also spiele ich auch kein Break in diesem Putt. Ich würde behaupten, Puttspiel Putten, ich definitiv nichts sagen. Nach 14 ist ein Dogleg links, das heisst, der ist gerade vorne und dann links über das Wasser. Ein guter Abschlag und es gibt ein kurzes Design. Die Fairways sind relativ hart und trocken, das heisst, das Fünfereisen vor die Ecke. So nicht. Und noch nach links. Alles ein bisschen links. Definitiv wieder ein Wegpad, 12 Meter. Also das Paar 5 sind mit definitiv nicht ihr zweimal erreichbar. Es braucht einen absolut perfekten Drive, perfektes Fünferhölzchen. Das wird nicht passieren, aber wenn ein guter Drive kommt, wird das Spiel einfacher. Und der ist absolut in Ordnung. Das ist wahrscheinlich sogar mehr als in Ordnung. Was auch hier im Wintertraining ist, und das finde ich eben, man sollte nicht nur Technik trainieren, einfach auch mental. Und so wie heute, ich meine, ich habe den Winter sehr viel Driver trainiert. So wie heute, war mir erst einigermaßen okay Drive gewesen. Ist eigentlich so mich ziemlich vermögen, weil ganz Winter Driver trainiert. Dann kommst du raus und spielst so. Es zermürbt mich manchmal schon, muss ich sagen. Aber das Wichtige ist einfach, das Resultat vom Schlag können wir nicht beeinflussen. Wir können nur die Vorbereitung beeinflussen, an der arbeiten, die Routine möglichst gut machen. Und dann irgendwann kommen die Drives wieder. Und sobald das so ist, wird mein Handicap definitiv abspielen. Das ist schwer,
110 Meter, spielt sich 123 Meter. Das Länge wollen wir aber auch nicht. Das Problem ist, wenn es lang ist, es ist schwierig, einen Chip oben auf das Green. Der müsste relativ gut kommen. Go, 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 go. Ja, da ist die Gefahr. Tapping-Pärli ist gehen gut. Das ist immer ein bisschen Gefahr natürlich. Wenn wir vor dem Schlag sagen, ich will mir nicht zu lang geben, das Bogie, dann mache ich das mal nicht immer. Aber das war ein guter Putt. Also auch nichts Pärli steht dort. Loch 16 ist noch in ein paar 5. Und jetzt bläst der Wind feicheln von hinten. Das heisst, mit einem guten Abschlag habe ich vielleicht die Chance, in 2 auf das Green zu kommen. Auch wenn das natürlich gegen relativ viel Risiko ist. Die einzige Befürchtung, der könnte es weit sein. Bis jetzt sehe ich noch keinen Ball. Das heisst, ich will in meine nächsten 3 Minuten nicht bauen. Ball gefunden, ich liege hinter dem Green. 244 Meter. Das 5 Hölzchen, ich habe noch nie so weit geschlagen in meinem Leben. Also, dritte Lage, ich habe 54 Grad in der Hand. Er könnte relativ gut sein. Nicht unbedingt eine riesenböse Chance, aber rein kann er. Oh genau so. Zwei Pärchen folgt, das stimmt. Das schönste Paar 3 auf dem Platz. Und es geht sicher etwa 15 Meter runter, das heisst mindestens ein Schlägerpilz nehmen. Rechts bleiben und ist nicht allzu schwer. Das Bogie an dem Loch mit dem Abschlag ist absolut in Ordnung. Ich bin ihn komplett toppt. So, sind wir auf dem letzten Loch. Das ist noch ein Paar 5. Das finde ich recht cool hier in Valeriet, wo wir enden. Paar 5, Paar 5, Paar 3, Paar 5. Das heisst, du kannst noch fein etwas rausreißen. Wenn mein Abschlag gut ist, dann rollt er fast bis zum Bunker runter. Und dann kann ich mit etwa 190 Meter das Green recht gut angreifen. Die Sicht, das Clubhaus ist natürlich ein absolutes Highlight. Ja, da geht er links. Spiel gut. Eine gute Runde und ich denke, sie hat gut gezeigt, dass mein Wintertraining nicht für nichts war. Viele Baustellen sind kleiner geworden und wenn ich weiter so dranbleibe, denke ich, es könnte gut kommen das Jahr. Es wird jetzt doch ein bisschen eine Challenge, auf dem letzten Loch den Score von 10 Paar zu behalten, aber unter meinem Handicap bin ich auf jeden Fall heute.
Merci fürs Zuschauen und hinterlasst doch ein Like, einen Kommentar und abonniert meinen Kanal.